Hallo liebe Freunde, auf Kawaze TV, wieder mit einem neuen Thema, Kawaze Lehrvideo, quasi Wing Chun im Straßenkampfmodus. Das heißt, wir nutzen ein paar Techniken, eventuell auch fürs Mixed-Martial-Arts, ein paar Inhalte, die man umsetzen könnte, aber heute speziell für Selbstverteidigung gedacht. Und bevor es mit dem ganzen Lehrvideo losgeht, nicht vergessen, Kanal abonnieren, lasst ein Like da, fleißig unterstützt quasi den Kanal, damit wir auch Reichweite kriegen. Und in der Beschreibung findet ihr auch verschiedene Social Media Seiten, hier eingeblendet, Instagram. Und ja, wichtig auch, bevor wir das Ganze beginnen, werde ich mal erklären das Thema. Heute geht es darum, um den Ellbogen. Es gibt verschiedene Arten im Wing Chun, wie man als Ellbogen einsetzt. Es gibt quasi den Wing Chuner, die jetzt sich auch die Begriffe auch gemerkt haben, den Kwai Chan, wir haben den Pai Chan, den Kap Chan. Bong Soi ist ein Push-Ellbogen, den man auch hat, oder Schwingerarm genannt. Und wir werden heute uns ein bisschen genauer anschauen mit der quasi Schock, quasi mit der Paksau-Hand und mit dem Pai Chan-Ellbogen. Genauer gesagt mit dem Partner und mit meinem Assistenten Christoph Braun. Ihr kennt sie aus den anderen Videos. Und schauen wir das Ganze mal an. Zuerst einmal ist der Ellbogen, der Pai Chan-Ellbogen, ein Ellbogen, der wie ein Haken von der Seite kommt. Also wenn man sich das Ganze anschaut, wir stehen in der Position oder diejenigen, die die Form machen, es kommt der Ellbogen, man setzt dann hier die Bewegung ein und geht dann in der Büchi-Form halt so weiter. Aber wie gesagt, wir wollen es ja nicht als Form jetzt mal sehen, sondern mal als Anwendung. Und hier setzen wir das Ganze mal so ein. Wir sind hier vorne, es ist x-beliebig, links oder rechts ist egal. Ihr könnt euch das aussuchen, welche Seite startet. Ich mache es jetzt aber quasi mit einem Bein vorne in der Diagonalen. Die erste Hand, quasi der Paksau, schiebt die Hand quasi den Angreifer zur Seite, Platz schaffend. Und dann kann ich in die Zone dann quasi den Hakenellbogen, quasi den Peitschen-Ellbogen einsetzen. Dabei ist wichtig, ich positioniere mich auch gleichzeitig dann hier in die Bütsche-Position, wo ich auch dann Bütsche mache. Schauen wir das Ganze mal an. Also wir schieben den Ellbogen, kommt von der Seite, die Distanz verkürzen. Hier bin ich geschützt, das heißt, wenn der Angriff jetzt gekommen wäre, kann ich hier noch immer kurz mal abstoppen, den Angriff, und kann wiederum hier kurz die Bütsche einsetzen und nachsetzen. Wir machen es mal am Anfang mal ohne Gegenschlag, damit wir uns mal nur mal fixieren auf den Ellbogen. Und später machen wir dann quasi den Konterschlag individuell, das fange ich auch nicht an, das kann man einbauen. Aber jedes Mal ohne Schlag zum Anschauen. So. Schere, Schere. Gut. Mal. So. Übrigens, die Scheren, die Folgetechniken sind natürlich individuell. So, ab dem Punkt darf man dann natürlich einen Konter machen. Wann auch immer du willst. Ja. Nur machst du den Konter natürlich nicht, wenn der Partner aufhört und die Hände runtergibt zur Position nochmal überschreitet, sondern immer in der Aktion, nicht wenn ich mit am Weg drehe. Ja. Also, ist eh klar, aber ich sage trotzdem dazu. Das ist ja ein Reflex im Augenblick, wichtig mal aufmerksam sein. Ja, länger will ich es auch jetzt nicht machen, weil es ist ja auch schon eindeutig, dass man das sieht. Ich könnte das Ganze auch wiederholen in Zeitlupe. Den Move, also mal trocken gesehen, wie gesagt, ich gehe vor, schieb, kommt den Peitschenellbogen rein, positioniere hier oder reagiere kurz auf die Abwehr, je nachdem. Wenn nicht, bleibe ich unten und mache dann quasi meine Folgeschläge rein. Gut, in dem Sinne, nicht vergessen den Kanal zu abonnieren, am Anfang erwähnt. Lasst mir einen Daumen nach oben, unterstützt den Kanal, Beschreibung reinschauen, Kommentarsektion, schreibt mir eure Ideen, wie es euch gefallen hat, eventuell, und ja, Instagram-Seite eingeblendet von mir und von Christoph, Kawaze TV, C. Braun. Und was wichtig ist, andere Rubriken auch reinschauen, wir haben verschiedenste neue Ideen, wie Challenge, Reaktionsvideos. Wir haben neulich die Cinema-Sachen, wo wir auch auf verschiedene Movies, die jetzt erscheinen, reagieren. Oder zum Beispiel Kochshow. Da machen wir jetzt
Im April, glaube ich, kommt die zweite Super. Sendung mit was Neuem. Und bleibt dran, schaltet die Glocke auch ein, damit ihr auch auf den neuesten Stand seid. Und Peace, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.